Wie ist denn jetzt der Marktplatz da aufgebaut? Also mögt ihr mal verraten, was muss ich mir denn da so drunter vorstellen? Das heißt, also wenn ich eure Lösung benutzen möchte, wie funktioniert das? Genau, also Carsten hat es ja schon im Eingang gesagt, dass der Data Marketplace ein Bestandteil von Data Warehouse Cloud ist. Vielleicht erstmal da ein Satz dazu, warum ist das so? Weil wir natürlich gleich wollen, dass Unternehmen, wenn sie Daten einkaufen, auch sinnvolle Dinge damit tun können. Das heißt, Felix hat auch gesagt, eine Kombination der Daten mit internen Daten herzustellen, zu sagen, habe ich eine bessere Entscheidungsbasis, wenn ich weiß, dass bei den HR-Benchmark-Daten, die du angesprochen hast, dass ich die vergleichen kann mit anderen und vielleicht meine Prozesse zu verbessern. Also es ist immer eine Aktivität hinten dran gesteuert und darum Data Warehouse Cloud als Technologieträger. Und wenn du jetzt in den Marketplace reingehst, dann ist das ein klassisches Einkaufserlebnis, was wir dort anbieten möchten. Das heißt, du suchst nach Daten oder nach Informationen, die dir möglicherweise helfen, deine internen Daten zu ergänzen. Also zum Beispiel willst du einen Forecast machen in Richtung, wie ist der Eisverkauf im Sommer? Dann würdest du vielleicht in Richtung Abhängigkeit von Wetterdaten gucken, um einen ganz flachen Use Case zu bringen. Und ich bin im Marketplace verantwortlich für die Use Cases. Also ich kann euch nachher noch ein bisschen mehr Inhalt und mehr, wie sagt man so schön, Beef da dran bringen, was man denn mit den externen Daten alles tun kann. Aber die Wetterdaten finde ich super spannend tatsächlich. Da würde ich direkt fragen. Also Wetterdaten kann ich ja auch woanders einkaufen. Da gibt es ja Unternehmen, die sich da hauptberuflich mit beschäftigen. Genau. Warum kaufe ich die jetzt bei euch? Wie aktuell sind die? Kommen die dann von so einem Anbieter? Wie weit sind die dann prognostiziert? Also ich habe jetzt mal einen Use Case tatsächlich in der Vergangenheit gehabt, da ging es um Gebäudesteuerung mit Wetterdaten. Das heißt also, wenn man so große Gebäude hat und weiß, das wird bald kalt, dann ist es klug, die Heizung rechtzeitig, ich sag mal, langsam hochzufahren und nicht von jetzt auf gleich mit 100%. Und so gegebenenfalls andersrum natürlich genauso, dass man so ein bisschen steuern kann, also so eine Art Forecast macht, wie ist das Wetter, darauf passen wir unsere Heizungssteuerung in den großen Gebäuden an und sparen damit Energie. Dazu brauche ich natürlich dann auch Wetterforecast-Daten. Wäre jetzt meine erste Idee, ich würde dann wahrscheinlich an so ein Wetterunternehmen gehen. Warum kommt es euch? Okay, genauso funktioniert es. Du gehst natürlich in den Marketplace und suchst nach Wetterdaten und dann kommen die Spezialisten, die das am besten können und bieten dort ihre Datenprodukte an und du kannst dann natürlich aussuchen und sagen, was passt am besten auf meinen Use Case. Und wenn einer sagt, ich biete nur 3 Tage Forecast an und der andere den 15 Tage Forecast, dann würdest du vielleicht den zweiten nehmen, ja. Anhand deines Use Cases oder auch anhand der Kosten, die da möglicherweise entstehen. Also, lass mich gerne noch mal aus der Praxis ergänzen. Ja, ich glaube, wie war es früher immer? Wir haben ja alle BW-Systeme hoch und runter gebaut. Und wenn du externe Daten gekauft hast, hast du halt immer ein CSV, ein Excel bekommen, eine API, hast die Daten runtergeladen. Und dann kam ja der spannende Schritt. Gerade Leute, die mit SAP BW arbeiten, wissen das ja, die Daten da noch reinzukriegen, dauert jetzt nicht nur eine Stunde, sondern eher 8 wahrscheinlich, bis das alles da zusammen ist. Und dieser Marktplatz ist halt sehr, sehr gut integriert. Du abonnierst die Daten und kannst sie quasi per Klick-Stöpsel direkt in dein internes Datenmodell bringen. Und das ist aus meiner Sicht, glaube ich, gerade für Unternehmen der große Charme, dass das Ganze ein bisschen automatisierter läuft, nicht mehr so viel Excel, CSV-Files rumgeschickt werden, sondern du dich darauf verlassen kannst, dass zumindest dieser Data-Flow erstmal stimmt und die Sachen wirklich gut in deine bestehenden Dinger reinlaufen. Das heißt, ihr habt auf der anderen Seite dann eben halt genau diesen Wetterdienst oder diesen Anbieter quasi, den ich auch direkt ansprechen könnte. Den habt ihr auf eurem Marketplace oder versucht ihr da hinzukriegen und der bietet dann quasi die gleichen Daten in Anführungszeichen eben über euren Marketplace an und ich habe den Vorteil, dass ich mich eben quasi um die Integration zumindest mal weniger kümmern muss.